Ein spezieller Punkt, der mich noch interessiert, ist, Sie haben sich auch sehr intensiv mit der Zukunft des Handels beschäftigt. Ich habe mich ein bisschen eingelesen, da gibt es zum Beispiel ein Statement, das mich sehr begeistert, das von Ihnen ist, der stationäre Handel wandelt sich zum Identitätsort. Was Ja. muss ich mir darunter vorstellen? Ja, das muss ich tatsächlich erklären, weil der Handel generell, also ich sage, also der Handel hat ja so einen Kunden, den Endkunden sozusagen, jedenfalls die meisten, ja. Wir sehen ganz klar in unseren Studien, die sich mit Handel, übrigens auch mit B2B-Handel beschäftigen, dass wir die typische Kundenpyramide der Vergangenheit, also die wirklich so eine Pyramide war, unten ganz breit und oben ganz spitz und unten war eben so Discounter Economy, oben war der Premium-Bereich und dann war ein riesen Standardbereich in der Mitte, dass es diese Kundenpyramide nicht mehr gibt. Dass sobald Technologie, in diesem Fall Digitalisierung, auf so eine Kundenpyramide trifft, schrumpft der Standard. Also dieses Standardsegment geht weg. Das unten, der Discount oder der Massenbereich, der Economy-Bereich wird größer. Oben wird es auch ein bisschen größer und die Mitte ist weg. Und das ist das Phänomen, was heute die meisten Händler, stationären Händler, Kaufhäuser und so weiter vor sich sehen, dass ihr Hauptsegment, das Kundensegment einfach nicht mehr da ist. Deshalb machen die so wenig, also deshalb schrumpft dort der Umsatz. Und jetzt gibt es zwei Dinge, die man für den Handel der Zukunft sozusagen beachten muss. Wenn es so ist, dass da unten das Massensegment größer wird und da oben das Premium-Segment auch größer wird, dann muss man sich fragen, okay, wie funktionieren die? Das Massensegment funktioniert sehr, sehr klar nach dem Preis-Leistungs-Prinzip. Ja, also ein Kunde möchte für seinen Qualitätsanspruch den besten Preis, den niedrigsten Preis. Und in diesem Segment spielt logischerweise die Digitalisierung und Online-Services und Lieferdienste eine riesengroße Rolle. Innerhalb dieses Massensegmentes gibt es noch unterschiedliche Kundensegmente, weil die Kunden natürlich weiterhin unterschiedlich im Umgang mit Digitalisierung sind. Also die einen geben sehr gern ihre Daten frei, die anderen tun es nicht, die einen haben Vertrauen in digitale Assistenzsysteme, die anderen nicht und so weiter. Deshalb gibt es da verschiedene Segmente, die muss man auch beachten, aber im Prinzip ist dieser untere Bereich sehr, sehr klar ein Bereich, in dem es sehr stark in Digitalisierung geht, in Lieferdienste und so weiter und so fort. In diesem Bereich hat der stationäre Handel ein riesiges Problem, weil er einfach nicht so, wie soll ich sagen, nicht so einfach die Vorzüge von Digitalisierung darstellen kann wie der Onlinehandel, ja, also oder wie Amazon, nennen wir es doch beim Namen, ja, also der kostenlose Lieferdienst ist für viele heute stationäre Händler noch nicht da, so lange nicht da, bis nicht selbstfahrende kostenlose Robotaxis auf unseren Straßen fahren und das wird noch 10 Jahre dauern. Also in diesem unteren Bereich hat der stationäre Handel Probleme. Deshalb ist für viele stationäre Händler die Strategie, in den Premium-Bereich gehen zu wollen. Und jetzt muss man sich fragen, was ist der Premium-Bereich? Früher haben wir gedacht, der Premium-Bereich ist höchste Qualität und höchster Preis. Das stimmt aber in der Zukunft nicht mehr, sondern dieses Segment, wo Kunden die höchste Qualität wollen und dafür den höchsten Preis zahlen, das ist nach wie vor eine Qualitäts-Preis-Ratio, die ist sozusagen in der Spitze des unteren Segmentes, ja, also des Massensegments, aber nicht da oben. Da oben geht es um was anderes. Da oben geht es darum, dass Menschen, und zwar alle Menschen, Produkte benutzen, um ihre Identität darzustellen. Also kurz platt gesagt, um anderen Menschen zu zeigen, dass sie besonders sind. Besonders öko, besonders reich, besonders sportlich, besonders intelligent, besonders kulturinteressiert, besonders intellektuell, besonders kreativ und so weiter, kosmopolitisch, international, innovativ. Es gibt so 20 bis 30 Identitäten, die Menschen sozusagen darstellen wollen. Und für dieses Darstellen nutzen sie entweder Produkte oder Marken, also Unternehmensmarken oder andere Menschen, also Verkäufer beispielsweise. Und deshalb gibt es in diesem oberen Bereich, in diesem Premium-Bereich eben auch 3 unterschiedliche Kundensegmente. Und was sozusagen die Überschrift über allem ist, sie managen ihre Identität. Ja? Also sie benutzen Produkte oder andere Menschen oder Marken, um anderen Leuten ihre Identität zu zeigen. Und das führt in eine Strategie für den stationären Handel, in der wir sagen, in der Zukunft wird der stationäre Handel, der eben nicht mehr so rational preis-leistungsorientiert ist, der wird Menschen die Möglichkeit bieten müssen, ihre Identität zu managen. Das heißt, der wird zu einem Identitätsort.
In diesem Buch, was Sie schon erwähnt haben, dieses Buch über das Jahr 2030, was wir geschrieben haben, es gibt das Kapitel, da ist beschrieben, dass ein Vater mit seinem Sohn, die beide Musik lieben und Musikliebhaber sind und auch selbst Musik machen sozusagen, an einem Freitagnachmittag in die Stadt gehen, in die Innenstadt gehen, in den sogenannten Musikblock. Also das ist ein Häuserblock für Menschen, die eben Musikliebhaber sind. Und dort gibt es ein Musikhotel, ein Musikinstrumentenladen, 2 Musikcafés, eine Musikschule, also alles, was sozusagen um das Thema Musik ist. Und dort verbringen die eben 2 bis 3 Stunden und trinken einen Kaffee und hören sich ein Konzert an und probieren mal ein Instrument aus und so weiter. Und lassen natürlich auch, also die konsumieren da, ja, die lassen ein bisschen Geld, die kaufen da was. Die Margen dort sind viel, viel höher als sozusagen in dem klassischen Laden. Aber die Strategie dieses stationären Handels ist eben nicht mehr, komm rein, such dir aus irgendwelchen Regalen irgendwelche Produkte in deinen Korb und dann geh an die Kasse und bezahle, sondern die Strategie ist, verweile hier für 2 bis 3 Stunden, mache dies, mache jenes, gib dort ein bisschen Geld aus, gib dort ein bisschen Geld aus und du zahlst eigentlich nicht für das Produkt, lieber Kunde, sondern du zahlst dafür, dass du mit Gleichgesinnten, mit Menschen auf einer Wellenlänge zusammen bist, an einem Ort bist, dass du dich zugehörig fühlst, dass du deine Community findest und so weiter und so fort. Also kurz gesagt, dieses Identitätsmanagement, das manchmal höre ich, das sei nur für wie soll ich sagen, für Angeber, ja, oder für Menschen, die irgendwie keine Ahnung, irgendwie sich einen Porsche kaufen, weil sie irgendwie anderen zeigen wollen, dass sie besonders reich sind oder sowas. Nein, im Gegenteil, dieses Identitätsmanagement, dieses Bedürfnis, sich zugehörig zu fühlen zu anderen Gruppen, ja, Gemeinsamkeit mit anderen zu haben, das hat jeder von uns, egal ob er reich ist oder nicht. Und wer reich ist, der kauft sich vielleicht einen Porsche oder eine Yacht. Wer nicht so reich ist, der geht in einen Bioladen und kauft sich Nahrungsmittel, die Bio sind, die eben viel billiger sind als ein Porsche, aber im Vergleich zu anderen Nahrungsmitteln eben teurer. Also jeder von uns hat dieses Bedürfnis, seine Identität zu managen, und das ist aus meiner Sicht die große Chance für den stationären Handel. Übrigens auch die große Chance für Innenstädte, die im Augenblick ein bisschen Probleme haben. Nur es hat eben zu tun mit einem ganz, wie soll ich sagen, mit einem ganz signifikanten und vielleicht sogar radikalen Wechsel des Selbstverständnisses im Handel. Lieber Herr Jansky, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, super spannend. Ich sehe bei mir persönlich, ich habe mitgedacht, währenddessen Sie jetzt über den Handel gesprochen haben, sogar beides. Ich sehe, dass ich natürlich zugegebenermaßen auch zu diesem Premium oder Bio oder was auch immer auch tendiere, aber auch gleichzeitig durchaus bei anderen Produkten und anderen Ansprüchen einfach dann digital kaufe Das ist, Entschuldigung, wenn ich das noch sagen darf, das ist ganz, ganz wichtig. Jeder Mensch, also jeder von uns ist in einem bestimmten Prozentsatz seines Lebens da unten in diesem rationalen Bereich, ja, wenn es darum geht, einfach schnell, günstig und komfortabel irgendwelche Dinge machen zu müssen. Und jeder Mensch hat dieses Bedürfnis, seine Identität zu steigern. Deshalb ist der Gedanke sozusagen, der eine Mensch ist dort und der andere Mensch ist dort, ganz grundfalsch. Nein, diese Linie geht sozusagen durch uns, durch jeden von uns hindurch. Ja, genau. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für das super spannende Gespräch. Es war sehr, sehr erhellend und für die Zeit. Dankeschön. Ich freue mich. Vielen Dank.